Grüezi und herzlich willkommen. Vancouver Downtown ruft und nun sind wir da. Okay, ich weiß, Großstädte sind nicht jedermanns Ding, doch Vancouver bietet für alle etwas. Und damit der Land-Stadt-Schock nicht allzu groß wird, starten wir mit Granville Island, gleich unter der Granville Bridge. In Souvenirshops werden neben vielem anderen Inuit-Kunstobjekte, insbesondere der Inukshuk, angeboten. In der Inuitensprache bedeutet Inukshuk jener, der einer Person gleicht. Sie sind aus Steinen hergestellt, gleichen dem Menschen und werden heute hauptsächlich als Markierungspunkte verwendet oder eben als Souvenirobjekte. Die Sicht unter der Granville Bridge hinüber auf Vancouver ist tatsächlich beeindruckend. Und bereits sind wir auf den Vorplätzen des Public Market. Verschiedene Straßenkünstler versuchen hier das Publikum mit verschiedenen Musikstilrichtungen zu beeindrucken. Okay, stürzen wir uns in die Markthalle. Ein riesiges Angebot an feinsten Lebensmitteln aller Art und Provenienzen erwartet dich hier. Und unter uns gesagt, bei dem einen oder anderen Angebot muss schon zugeschlagen werden. Was du dir an Essen und Trinken wünschst und wahrscheinlich noch mehr, kannst du hier finden. Alles sieht fein aus, ist es auch. Hier kannst du kaum widerstehen. Ja, und mit dem Erstandenen draußen den Musikern zu lauschen, macht zusätzlichen Spaß. Verständlich, dass die eindringlich kreischenden Möwen auch etwas abhaben möchten. Einige werden sogar verdächtigt, Essen zu klauen. Andere zeigen sich recht geduldig. Doch die meisten kümmern sich selbstständig um ihren Einkauf. When
Nun, es ist an der Zeit, dass wir uns downtown begeben. Die Vancouver Public Library an der Ecke Robson-Hoover Street sticht mit seiner imposanten, außergewöhnlichen Fassade im Stil eines römischen Amphitheaters hervor. In Vancouver gehört die Robson Street zu den Straßen, die du besuchen solltest. Ja, und dann ist da Paul, die weltbekannte Bäckerei mit Restaurant. Gegründet wurde die Bäckerei 1889 in der Nähe von Lille in Frankreich. Aktuell treibt bereits die 5. Generation den Erfolg des Unternehmens voran. Köstliche Süßigkeiten, wer kann da schon Nein sagen? Ich kaum. Nein, ich nicht. Und dies ist das Gebäude in Lille. Es steht heute noch, sieht allerdings etwas jünger aus. Okay, lassen wir uns noch etwas durch die Straße treiben. Die Water Road macht ihrem Namen für einmal alle Ehre, doch vermutlich regnet es nur in dieser Straße. Wir sind in Gastown, ein recht lebhafter Stadtteil, der für eine Mischung aus Souvenirläden, Restaurants, Kunstgalerien usw. sowie natürlich für seine pfeifende Dampfuhr, das berühmteste Wahrzeichen von Gastown, bekannt ist. Und was ist denn das Besondere an der Dampfuhr von Gastown? Dampf treibt die Tonerzeugung der Uhr an, die mit Hilfe von Pfeifen die Zeit signalisiert und stündlich den Westminster-Glockenton erzeugt. Jede Viertelstunde lässt die Uhr das Glockenspiel von 5 Dampfpfeifen aus Messing ertönen. Der Mechanismus der Uhr allerdings wird durch Elektrizität angetrieben. Nahe der Vancouver Art Gallery an der Ecke Hornby-Robson Street ist der Robson Square, ein verkehrsfreier Platz inmitten hoher Bürogebäuden mit vielen Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigungen wie Eislaufen, Streetdance oder der Möglichkeit, einfach nur dort zu sitzen und dem geschäftigen Treiben zuzuschauen. Am Victory Square befand sich einst das erste Gerichtsgebäude Vancouvers. Bei diesem Kenotaph findet seit 1924 jedes Jahr jeweils am 11. November die älteste Gedenkfeier Vancouvers statt. Im Hintergrund ist der Vancouver Aussichtsturm, von dem aus du eine prima 360-Grad-Aussicht auf die ganze Stadt und ihre Umgebung hast, bei passendem Wetter. Der Port of Vancouver ist für viele Menschen der Start zu ihrer Reise mit einem der hier anlegenden Ozeanriesen. Aber nicht nur.
Er ist der größte Hafen Kanadas und der am meisten diversifizierte des ganzen Kontinents. Von der Aussichtsterrasse des Canada Place Gebäudes hast du einen super Panoramablick aufs Burrard Inlet. Es beherbergt auch das Messe- und Kongresszentrum, das Pan Pacific Hotel und weltweit das erste IMAX-Kino. Und wie an vielen Orten der Stadt versucht auch hier ein Straßenmusiker, die Menschenmassen für seine Musik zu begeistern. Die Waterfront Station ist der Knotenpunkt der öffentlichen Verkehrsmittel in einem wunderbaren historischen Gebäude, welches wie ein Eingangstor zu den Zügen und dem Seabus wirkt. Ja, und wir wollen mit dem Seabus zum Lonsdale Quay in North Vancouver. Und da kommt sie auch schon. Der Seabus verbindet die Innenstadt von Vancouver mit North Vancouver. Die Überquerung des Fjords dauert nur knappe 12 Minuten. Der Seabus verkehrt 7 Tage die Woche von frühmorgens bis spätabends. Vom Lonsdale Quay hast du eine prächtige Sicht auf die Skyline von Vancouver. Sozusagen als versöhnliche Rückkehr in die Natur gehört selbstverständlich auch ein Abstecher in den Stanley Park, der grünen Oase Vancouvers. Er ist durch die Lionsgate Bridge mit den Stadtvierteln Nord- und West-Vancouver verbunden. Und im Stanley Park befindet sich das größte Aquarium Kanadas. Hier sind ca. 600 verschiedene Arten von Meereslebewesen zu Hause, die jährlich von mehr als 1 Million Menschen aus aller Welt besucht werden. Auf einem Netz aus Wegen, die insgesamt 200 Kilometer lang sind, kannst du die schöne Oase erkunden. Circa 9 Kilometer dieser Strecke bilden die sogenannte Seawall, eine beliebte Strecke, die direkt am Wasser entlang führt. Übrigens, die 9 Totempfähle gehören zu den beliebtesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in ganz British Columbia. Shore to Shore ist eine aus Zedernholz geschnitzte und anschließend in Bronze gegossene sehr schöne Skulptur, die 2 Frauen und ein Mann darstellt. Und immer wieder bieten sich von der Seawall aus herrliche Blicke auf die Skyline von Vancouver. Die Statue Girl in Wedgwood ist eine der ikonischsten Statuen Vancouvers. Manche Leute denken, es sei eine Meerjungfrau, aber in Wirklichkeit ist es ein Mädchen im Neoprenanzug. Die SS Empress of Japan war ein berühmter Ozeandampfer, der auch Königin des Pazifiks genannt wurde. Er überquerte den Pazifischen Ozean über 400 Mal.
Es gibt noch viele andere Attraktionen im Stanley Park. So kannst du auch eine 2 Kilometer lange Zugfahrt genießen. Oder du kannst den Park mit dem Fahrrad in Eigenregie erkunden. Und du kannst über 500 verschiedene Tierarten entdecken, die hier den perfekten Lebensraum haben. Nadelbaumwälder, Sumpfgebiete und felsige Küsten beheimaten Tiere an Land und im Wasser. Hierzu zählen unter anderem Eichhörnchen, Waschbären, Biber, Seehunde und mehr als 230 unterschiedliche Vogelarten. Tja, wir sind am Ende dieser Reise angelangt. Ich danke dir fürs Dabeisein und hoffe, dass wir uns demnächst auf meinem Kanal wiedersehen. Verraten will ich dir nur so viel. Es wird sich um einen Besuch bei einer aufgestellten älteren Dame handeln. Und ja, vergiss die Sache mit der Glocke nicht. Bleib munter!